Sensationell. Dieses Fahrzeug hier wurde vom Vater mit übernommen, vom Sohn. Es hat einen Heckmotor mit drin und es ist quasi unkaputtbar. Hier sind zwei Leute, Heiko Hülsmann und der Eigner. Und ja, deswegen war ich gerade irritiert so ein bisschen. Ja. Achso, Hallo. hallo. Wie ist dein Vorname? Helmut. Hallo Helmut, das ist ein richtiges Schmuckstück. Wir haben uns eben noch mit Heiko drüber unterhalten. Die Fahrzeuge sind für die Ewigkeit gebaut. Würdest du das unterschreiben? Jawohl, genau. Wenn du mal kurz mal mitkommst. Die haben so vom Design, würde ich jetzt mal schätzen, das hier könnte so, naja, will mich nicht festlegen, so 93 sein. 2001. Ich nehme alles zurück. Es ist 2001, korrekt? Ja. Siehst du, ich habe da genau richtig geraten. Aber es gibt die Form gibt schon ewig, muss man sagen. Also so oder so ähnlich wurde er gebaut. Ähnlich, ja. Aber die ist ja auch schon ein bisschen moderner wieder gebaut worden und so weiter. Es sind ja auch noch andere Fahrzeuge unterwegs. Wenn ich dann immer so gucke, wie die jetzt... Jeder hat seine eigene Aufteilung, sage ich mal. Genau, wenn du mal kurz gerade mal mit mir mitkommst. Wir gucken uns mal die Frontmaske an. Da ist LED drin, das war schon immer drin? Nein, die habe ich ändern lassen. Hast du ändern lassen. Das Licht ist jetzt gut? Das Licht ist super jetzt. Bin richtig zufrieden damit. Ist gut, ist eine gute Investition. Das ist ein Erbstück. Genau. Ich finde den phänomenal. Also Länge, Breite, das hier war 7,5 Tonnen, Heiko? Nee. Nein, das ist 12. 12 Tonnen. 12 Tonnen. So, das heißt Führerschein Klasse 2. Und die Besonderheit, wenn du mal kurz mitkommst, ist der Heckmotor. Denn das Fahrzeug ist extrem leise vorne, oder? Richtig. Man hört gar nichts. Man hört gar nichts. Das kennt man normalerweise nur aus Reisebussen, die mit drin sind. Genau, ist ja auch ein Busfahrgestell. Ist ein Busfahrgestell. Ja. Was steckt da drunter? Ein MAN. Also Busfahrgestell heißt Heckmotor mit drin. Warum baut ihr sowas nicht mehr? Ist das nicht mehr bezahlbar, oder? Naja, weil die LKWs, die Frontmotoren mittlerweile so gut geworden sind, dass man auf den Heckmotor nicht mehr gehen muss, sage ich mal. Außerdem wollen die Kunden die Heckgarage haben. Das ist das, was bei so einem Fahrzeug ein bisschen fehlt. Allerdings hat dieses Auto oder diese Fahrzeuge haben neben dem Motor auf der Beifahrerseite ein kleines Fahrradfach. Das sehen wir, das ist nicht sehr, sehr tief, aber da kann man Fahrräder unterbringen. Und es war zu der Zeit noch so, dass man die Frontmotore, die LKWs, mit einem Motordeckel, mit einem hohen Motordeckel gebaut hat. Und das war störend für die Kunden und da sind manche auf den Heckmotor gegangen. Aber heute ziehen wir den Laufboden so hoch, dass es keinen Motordeckel mehr gibt. Oder eben, wie beim aktuellen Vario Star, beim neuen Vario Star, einen kleinen Motordeckel, mit dem man leben kann. Und somit hat man eigentlich nicht mehr den Bedarf, auf den Heckmotor zu gehen und verbaut dann eben aktuelle LKW-Fahrgestelle, ob es ein Actros ist oder ein MAN TGL für einen Vario Star oder so etwas. Sag mal, wir haben uns unterhalten, eben auch mit Heiko. Du bist zufällig hier vorbeigefahren, wir haben uns nicht verabredet. Ja. Die Lackqualität, ist das der erste Lack? Das ist der erste Lack. Das ist unglaublich, oder? Ja, ist auch gut gepflegt worden immer. Ja klar, aber trotzdem, da ist nichts abgestorben, nichts. Gar nichts. Wie geht das? Das hier ist jetzt lackiert oder ist das eine Folie? Das ist lackiert. Das ist lackiert? Das ist lackiert, ja. Unglaublich, wie am ersten Tag. Als wäre die immer, das Orange ist noch orange. Alles so, wie es jetzt wieder hier steht, wir haben nichts dran verändert. Bis auf die Front mit die LED, aber sonst ist nichts verändert worden. Ja, wenn du mal ganz kurz mitkommst, du hast eben so genickt und hast gesagt, ja, das mit dem Fahrradfach, das hast du auch schon festgestellt, oder? Richtig, ganz genau. So, das heißt, der läuft und läuft und läuft. Was hat er jetzt drauf? 70.000. 70.000? Ja. Das heißt, du hast ihn gerade eingefahren? Ja, mehr oder weniger. Und da ist wahrscheinlich der Motor drunter dann, oder? Da ist noch was drin. Ja. Kurz mal schauen. So, das heißt, er hat ein Staufach. Hier gingen ja zwei Fahrer da rein, oder? Da gehen zwei Fahrräder rein, ja. Was ist dein Ziel normalerweise? Wo geht es üblicherweise hin? In Süden? Überall. Mosel? Auch schon gewesen. Ist das mit der Länge? Was hat der für eine Länge jetzt? 10 Meter. 10 Meter. Das ist ja sehr handlich, oder? Für so ein Fahrzeug. Der ist sehr handlich, auch weil er alleine durch den kurzen Radstand, sage ich mal, ist er sehr handelbar. Mal Hand aufs Herz, die Reaktion, wenn du damit auf den Platz fährst. Die Leute sind doch hin und weg, oder? Jein, also normal? Normal. Kommt wohl hin und wieder mal vor, dass einer da vorbeikommt und sagt, super Teil, schick. Allein schon von der Farbe noch oder Lack, wenn ich dann sage, wie alt er ist. Oh, das hätte ich nie gedacht, sagt er. Heiko, der ist 20 Jahre alt und guck mal hier drinnen, der sieht aus,
up to date, oder? Das heißt, ihr habt die gleichen Elemente verwendet und da zahlt es sich auch aus, das zu machen, so, oder? Naja, du siehst es ja, ne? Hier ist das die gleiche Art und Weise und ja, das sieht ja noch toll aus und nach 20 Jahren kann man das ja absolut noch so sauber sehen lassen. Ich meine, hier steht sonst ein Roller drin. Hier gibt es so einen Rollerausguss, der damals gebaut wurde, das weiß ich noch. Oder eben 2 Fahrräder und all das kann man hier unterbringen. Ich weiß jetzt, haben die hier einen Stehtisch untergebracht, ja, je nachdem, was du möchtest. Ne? So, ist die große Frage, die Holzfarbe drin, die war braun-rot. Wie sieht sie innen aus? Ja, so was damals so Standard war. Aber was war denn Standard damals? Da bin ich jetzt leider so ein bisschen überfragt, sag ich. Das ist so, ich helfe mal so ein bisschen. Das ist ja, was war Standard? Also ich sag mal Kirsche. Kirsche war oft drin. Ja, dieser typische Braunton. Das dann schwarz abgesetzt. So ist es hier auch gemacht worden, glaube ich. Massivholzklappen, denke ich mal. Und dann müsste das Erle sein hier in dem Auto. Erle Feuerland-Kirsche, so hieß es früher bei uns. Okay. Und dann schwarz abgesetzt. So, er steht da wie eine 1, hat das gleiche System. Das heißt, du hast hinten dann auch die Laufleiste. Man kommt auch gut ins Bett rein. Der hat jetzt kein Hubbett drin, oder? Nein. So. Ihr fahrt zu zweit meistens? Richtig, ganz genau. Ja. So, ich habe keine Fragen mehr. Das heißt, der nächste, du brauchst keinen neuen mehr. Der wird wahrscheinlich noch fahren. Ich denke, Vielleicht. Ich hatte den Volvo hier stehen sehen und der ist ja jetzt leider schon weg. Der ist schon verkauft, ja. Der ist schon verkauft, genau. Die sind ja ruckzuck, sind die ja weg. Die werden ja meistens schon unter der Hand gehandelt, sag ich mal. Mittelmotor war das so? Das war ein Mittelmotor, ganz genau. Ja. Da haben wir, glaube ich, sogar gefilmt, oder? Kann das sein? Ich Oder war glaub, das er meint den zweiten, den kennst du gar nicht, den hast du gar nicht zu Gesicht bekommen. Von 2003 war der. Ne, dann war es doch der silberne, den wir gefilmt haben. Es gibt nämlich noch einen zweiten, das ist ein 12 Meter, ein 2005er, der aber auch schon verkauft ist. Also hier steht er, 20 Jahre alt und ich nehme alles zurück. Er hätte übrigens auch 30 Jahre alt sein können. Das ist am Lack, glaube ich, kaum zu sehen, oder? Ja, hättest du keinen Unterschied gesehen. Wir können uns ja in 10 Jahren wieder hier treffen, dann können wir das nochmal kontrollieren. Da hat er wahrscheinlich einen Mittelmotor dann, ja, den Volvo. Ja, vielen, vielen Dank dir und dann auch gute Reise. Was ist jetzt zu tun, Service? Oder? Service. Okay. Frontscheibe kaputt. Passiert. Steinschlag. Ja. Tschüss, danke. Ciao. Ja.